Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu Alltag Deutsch, dein Podcast zum Deutschlernen. Bis Tag 60 lernen wir ja hier auf Niveau A2 Genau. und danach gehen wir dann zusammen auf das nächste Level B1. So ist es. Und heute? Ja, heute haben wir ein sehr, sehr praktisches Thema für euch vorbereitet. Oh ja, Das Thema für heute ist Grundwortschatz Stadt und Orientierung. Also, das sind wirklich speziell für euch, liebe Deutschlernende, auf Niveau A2. richtig. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter zu verstehen und ja, auch anzuwenden. Das sind Wörter, die du wirklich brauchst, wenn du in einer Stadt unterwegs bist, in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ja, überall. Und dich halt zurechtfinden möchtest. Also wenn du den Weg suchst oder jemandem erklären willst, wo was ist. Absolut. Diese Wörter sind sozusagen kleine Wegweiser für dich. Die helfen dir, dich sicherer zu fühlen, wenn du eine neue Stadt erkundest. Sollen wir anfangen? Ja, lass uns loslegen. Das erste Wort ist ganz fundamental. Man sieht es wirklich überall in der Stadt. Die Straße. Ah, ja. Auf Englisch heißt das Street. Ja, die Straße. Feminin, also die. In jeder Stadt gibt es ja ganz viele Straßen, ne? Kurze, lange, breite, schmale. Stimmt. Ein einfacher Satz wäre zum Beispiel, Entschuldigung, wie heißt denn diese Straße hier? Oder eine Antwort könnte sein, oh, das weiß ich leider nicht, ich bin nicht von hier. Oder vielleicht doch, Moment, ich glaube, das ist die Goethestraße. Ja, genau. Oder wenn man über sein Zuhause spricht. Ich wohne in einer sehr ruhigen Straße. Wichtig zu merken, die Straße. Gut. Und Straßen, die führen ja oft zu so offenen Bereichen in der Stadt, oft wichtige Treffpunkte. Was kommt dir da so in den Sinn? Da denke ich sofort an der Platz. Maskulin diesmal, also der, auf Englisch, Square. Ja, oft so ein zentraler Ort, manchmal mit einem Brunnen oder so, ne? Oder einem Denkmal. Na, der Platz. Der Marktplatz zum Beispiel oder der Rathausplatz. Wie könnten wir das in dem Gespräch nutzen? Naja, stell dir vor, du verabredest dich, jemand fragt, wo treffen wir uns denn heute Abend? Und du sagst, lass uns doch auf dem großen Platz vor dem Theater treffen. So gegen 19 Uhr. Super Idee. Der Platz ist abends immer so schön beleuchtet. Also der Platz. Ein Ort, wo Leute zusammenkommen halt. Sehr gut. Okay, nächstes Szenario. Unsere Stadt hat einen Fluss oder einen Kanal. Wie kommt man auf die andere Seite rüber? Ah, dafür braucht man meistens die Brücke. Wieder feminin, die. Ja. Auf Englisch Bridge. Sie verbindet halt zwei Ufer, ne? Die Brücke. Genau. In vielen Städten gibt es ja auch berühmte Brücken, die sind dann selbst Sehenswürdigkeiten. Ein Beispiel im Satz. Schau mal, von dieser Brücke hier, da hat man einen echt tollen Blick auf die Altstadt. Wow, ja. Stimmt. Lass uns mal schnell ein Foto auf der Brücke machen. Ja, gerne. Aber pass auf, die Brücke ist ziemlich schmal hier. Also die Brücke. Ein wichtiges Bauwerk in der Stadt. Absolut. Bleiben wir mal bei Bauwerken, die man oft sieht und die auch zur Orientierung helfen können. Ein sehr typisches, oft ziemlich hohes Gebäude ist, Ich weiß, was du meinst. Die Kirche. Auch feminin, die. richtig, Auf Englisch Church. Die findet man ja in fast jedem Dorf und jeder Stadt hier in Deutschland. Also wirklich überall. ja, die Kirche. Oft mit einem hohen Turm, den sieht man schon von Weitem. Das ist nützlich, wenn man sich orientieren will. Wie wär's mit einem Beispielsatz? Man könnte zum Beispiel fragen, Entschuldigung, ist das da drüben die berühmte Frauenkirche? Ja, genau die. Die Kirche ist, glaube ich, über 500 Jahre alt. Wahnsinn. Kann man die Kirche eigentlich auch von innen anschauen? Ich denke schon. Viele Kirchen sind ja tagsüber offen für Besucher. Also die Kirche. Wichtig für den Stadtplan oft. Stimmt. Und oft in der Nähe von so einer Hauptkirche, meistens auch sehr zentral gelegen, da finden wir ein Gebäude, das für die Verwaltung der Stadt zuständig ist. Ah, du meinst sicher das Rathaus. Neutrum. Also das. Genau. Auf Englisch Town Hall oder City Hall. Da arbeitet der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zum Beispiel. Korrekt, das Rathaus. Wenn man zum Beispiel einen neuen Ausweis braucht oder sich anmelden will, wenn man umzieht, dann muss man oft zum Rathaus gehen. Eine typische Frage wäre: Zum Beispiel. Entschuldigen Sie bitte, ich suche das Rathaus. Ist das weit von hier?
Und die Antwort? Nein, nein, das Rathaus ist leicht da vorne um die Ecke, direkt neben der großen Bibliothek. Ah, super. Vielen Dank. Also, das Rathaus. Merkt euch den Artikel. Das. So, jetzt haben wir schon einige wichtige Orte. Straße, Platz, Brücke, Kirche, Rathaus. Um dahin zu kommen, müssen wir uns ja bewegen. Das allerwichtigste Verb dafür ist wohl Gehen. Ja, auf Englisch to go oder to walk. Ein ganz, ganz alltägliches Verb. Wichtig ist hier aber auch die Vergangenheitsform, also das Perfekt. Genau. Das Perfekt von gehen ist gegangen. Achtung, ganz wichtig, wir benutzen das Hilfsverb sein, nicht haben. Richtig, weil es eine Bewegung ausdrückt. Exakt. Ein Beispiel im Präsens: Ich gehe jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit. Einfach. Und im Perfekt? Wir sind gestern durch den ganzen Stadtpark gegangen. Oder die Frage: Bist du heute eigentlich schon zum Supermarkt gegangen? Nee, ich bin noch nicht gegangen. Also gehen, perfekt, ist gegangen. Ein super wichtiges Verb, wirklich. Absolut. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer fremden Stadt ist und einen bestimmten Ort, nehmen wir das Rathaus, nicht sofort sieht, was muss man dann machen? Tja, dann muss man wahrscheinlich suchen. Ja, Auf Englisch to look for oder to search. Das Perfekt ist hier regelmäßig, mit haben. ja. Suchen perfekt hat gesucht, wenn man etwas Bestimmtes finden will. Zum Beispiel, Ich suche meine Schlüssel. Hast du die vielleicht irgendwo gesehen? nee, leider nicht. Wo hast du sie denn zuletzt hingelegt? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon überall gesucht. Ja, der Klassiker. Oder im Kontext Stadt. Wir haben ewig nach einem guten Restaurant gesucht, aber dann haben wir dieses kleine, gemütliche hier gefunden. Suchen. Perfekt. Ja. Hat gesucht. Perfekt. So, das waren schon die ersten 7 Wörter. Jetzt machen wir eine ganz, ganz kurze Pause für eine kleine Info an euch. Genau. Und zwar, wenn dir dieses Video gefällt, also dieser Podcast hier, dann wäre es echt super, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und gib uns doch bitte einen Daumen nach oben, also ein Like. Das wäre toll. Ja, das hilft uns wirklich sehr. Dann wissen wir, dass euch diese Art von Inhalt gefällt und ja, dann können wir mehr davon produzieren. Vielen Dank schon mal. So, und jetzt geht's direkt weiter mit den nächsten Wörtern für die Orientierung. Wir waren ja gerade bei Suchen. Was ist denn eine gute Strategie, wenn man was sucht und es einfach nicht findet? Ganz klar, man kann fragen. Genau. Auf Englisch to ask. Das ist oft der schnellste Weg, finde ich. Das Perfekt ist auch regelmäßig mit haben. Ja, fragen. Perfekt. Hat gefragt. Also, keine Angst haben, die meisten Leute helfen wirklich gern. Wie könnte man das denn formulieren? Na, ein bisschen höflich anfangen. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht kurz helfen? Ich möchte etwas fragen. Oder, wenn man das später erzählt, ich habe von einem Polizisten nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Und? Hat er dir geholfen? Ja, total nett. Er hat es mir genau erklärt. Also, fragen, perfekt, hat gefragt. Super nützlich. Auf jeden Fall. Und was ist das Ziel, wenn man sucht oder fragt? Man hofft ja, dass man das Gesuchte am Ende Finden kann. Logisch. Auf Englisch to find. Das ist quasi das Ergebnis vom Suchen oder Fragen. richtig. Das Perfekt ist hier aber unregelmäßig. Stimmt. Finden, perfekt, hat gefunden. Achtung, nicht gefindet. Das gibt's nicht. Genau. Ein Beispiel. Ich kann meine Brille einfach nicht finden. Kennst du das? Oh ja. Hast du schon mal auf dem Schreibtisch geschaut? Ja? Ah, warte mal. Hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Sie lag unter der Zeitung. Na, siehst du. Glück gehabt. Oder in der Stadt. Endlich. Ich habe eine Parklücke gefunden. Das ist ja in Städten oft ein kleines Wunder. Das stimmt. Also, finden, perfekt, hat gefunden. Okay. So, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Jemand fragt dich nach dem Weg. Was kannst du tun, um zu helfen? Du kannst der Person den Weg Zeigen. Auf Englisch to show. Mhm. Das kann man mit Worten machen, klar, oder auch mit Gesten. Oder auf einer Karte zum Beispiel. Das Perfekt ist wieder regelmäßig. Ja, zeigen, perfekt, hat gezeigt. Zum Beispiel könnte man fragen, können Sie mir bitte auf diesem Stadtplan hier zeigen, wo wir gerade sind? Ja, klar, gerne. Schauen Sie mal, wir sind genau hier. Die Person hat mir die Position auf der Karte gezeigt. Oder, der nette Herr dort drüben hat mir mit der Hand gezeigt, in welche Richtung ich gehen muss. Zeigen, perfekt, hat gezeigt. Ja, zeigen ist die freundliche Antwort auf Fragen. Genau.
So, jetzt kommen wir zu ein paar Adjektiven und Adverbien, die helfen uns, Entfernungen und Richtungen zu beschreiben. Wie sagt man denn, wenn etwas nicht weit weg ist? Dann ist es nah. Auf Englisch near oder close. Ein kurzes, einfaches Wort. Nah. Zum Beispiel die Frage, wohnst du eigentlich nah am Zentrum? Ja, ziemlich nah. Ich kann in 10 Minuten zum Hauptbahnhof laufen, das geht. Oh, das ist ja praktisch. Mein Hotel ist leider nicht so nah dran. Also, nah. Und was ist das Gegenteil von nah, wenn etwas weiter weg ist? Das Gegenteil ist weit. Auf Englisch far. Weit. Eine typische Frage könnte sein, ist es eigentlich weit bis zum Flughafen von hier aus? Oh ja, das ist ziemlich weit. Du brauchst mit dem Taxi bestimmt 45 Minuten. Oder zur Beruhigung, keine Sorge, die nächste U-Bahn-Station ist nicht weit, nur 5 Minuten zu Fuß von hier. Also, nah und weit. 2 ganz wichtige Wörter für Entfernungen. Sehr wichtig. Und wenn wir jemandem den Weg beschreiben, dann brauchen wir natürlich Richtungsangaben. Eine ganz grundlegende Richtung ist Links. Auf Englisch left. ja, Die Seite, wo bei den meisten Leuten das Herz ist, sagt man ja. links. Zum Beispiel in einer Wegbeschreibung. Gehen Sie die Straße geradeaus und dann biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab. Oder wenn man einen Ort beschreibt. Die Apotheke finden Sie auf der linken Seite direkt neben der Bäckerei. Ganz einfach. Links. Und die andere Richtung? Die andere Richtung ist natürlich rechts. Auf Englisch right. Rechts. Wieder eine Anweisung. Fahren Sie hier bitte nicht geradeaus, sondern biegen Sie rechts in die kleine Gasse ein. Oder wieder eine Ortsbeschreibung. Mein Lieblingscafé ist gleich hier um die Ecke, auf der rechten Seite. Links und rechts. Das muss man wirklich gut kennen, finde ich, um Wegbeschreibungen zu verstehen oder auch selbst zu geben. Absolut, das ist essentiell. So, und damit kommen wir schon zu unserem letzten Wort für heute. Es beschreibt die Lage, also die Position in der Stadt. Wenn etwas wirklich so mittendrin liegt, gut erreichbar von überall, dann ist es Zentral. Auf Englisch? central. Zentral. Genau. Oft benutzt man das für Hotels, Bahnhöfe oder auch wichtige Plätze. Zum Beispiel, unser Hotel hat eine sehr zentrale Lage. Das ist super. Ja, stimmt. Wir können viele Sehenswürdigkeiten einfach zu Fuß erreichen, weil es so zentral ist. Oder, der Hauptbahnhof liegt ja auch sehr zentral. Das ist echt praktisch für Reisende. Also, zentral bedeutet in der Mitte, gut erreichbar. Super. Das waren sie auch schon, unsere 15 Wörter zum Thema Stadt und Orientierung für heute. Genau. Wollen wir sie noch mal ganz schnell wiederholen? Also, die Straße, der Platz, die Brücke, die Kirche, das Rathaus, das Verb gehen mit Perfekt ist gegangen, suchen mit Perfekt hat gesucht, Fragen perfekt hat gefragt, finden perfekt hat gefunden, zeigen perfekt hat gezeigt. und dann die Adjektive oder Adverbien nah, weit, links, rechts und zentral. Puh, das war schon eine ganze Menge, oder? Aber wie gesagt, das sind wirklich sehr nützliche Wörter für den Alltag. Und damit du sie nicht nur als Liste im Kopf hast, sondern auch mal hörst, wie sie zusammenklingen, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für dich. Mhm. In dieser Geschichte kommen alle 15 Wörter vor. Hör einfach mal gut zu und versuch, die Wörter zu erkennen. Okay, seid ihr bereit? Dann erzähle ich mal die Geschichte. Also, Marco ist Tourist in einer neuen Stadt. Er möchte unbedingt das berühmte Rathaus sehen. Er steht gerade auf einem großen Platz, aber er weiß nicht so recht, in welche Richtung er gehen soll. Er schaut sich um, überall sind schöne alte Häuser, viele Leute. Er beschließt, einfach mal loszugehen. Er geht eine breite Straße entlang. Nach ein paar Minuten kommt er an einen Fluss. Eine alte Steinbrücke führt auf die andere Seite. Marco geht über die Brücke. Drüben sieht er eine echt beeindruckende hohe Kirche. Wow, denkt er, vielleicht ist das Rathaus ja hier in der Nähe, also ganz nah. Er ist sich aber nicht sicher. Er könnte ja jemanden fragen, aber er ist ein bisschen schüchtern. Also beschließt er, erstmal selbst zu suchen. Er holt sein Handy raus und schaut auf den Stadtplan. Er sucht das Rathaussymbol, aber er kann es nicht sofort finden. Denkt Marco, da sieht er eine Frau, die auch einen Stadtplan in der Hand hat. Er nimmt seinen Mut zusammen und beschließt doch zu fragen. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche das Rathaus. Die Frau lächelt sehr freundlich. Aber klar doch, sagt sie. Das Rathaus ist gar nicht weit von hier. Sehen Sie die große Kirche dort drüben? Marco nickt.
Die Frau zeigt auf die Kirche. Gehen Sie einfach an der Kirche vorbei. Dann nehmen Sie die zweite Straße links, folgen Sie dieser Straße ein kleines Stück und dann sehen Sie schon einen großen Platz. Das Rathaus ist dann auf der rechten Seite von dem Platz. Es liegt wirklich sehr zentral. Marco bedankt sich ganz herzlich, er folgt der Beschreibung. An der Kirche vorbei, die zweite Straße links, dann immer geradeaus zum Platz. Und tatsächlich, auf der rechten Seite steht das prächtige Rathaus. Er hat es dank der Hilfe schnell gefunden. Es ist wirklich sehr zentral gelegen. Marco freut sich riesig. So, das war unsere kleine Geschichte. Hast du alle Wörter wiedererkannt? Die Straße, der Platz, die Brücke, die Kirche, das Rathaus, gehen, suchen, fragen, finden, zeigen, nah, weit, links, rechts und zentral. Ja, wir hoffen, diese Geschichte hat dir geholfen, die Wörter mal in einem Zusammenhang zu hören. Das hilft ja oft beim Lernen, ne? Wenn man sieht, wie die Wörter so zusammenpassen. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Jetzt bist du dran. Denn Übung macht ja bekanntlich den Meister. Unser Vorschlag. Schreibt doch bitte eure eigenen Sätze mit diesen neuen Wörtern in die Kommentare unter diesem Podcast oder Video. Vielleicht versuchst du einfach mal 2 oder 3 Sätze zu schreiben. Ja, traut euch ruhig, auch wenn es nicht perfekt ist, das macht gar nichts. Das Wichtigste ist wirklich das Üben. Wir freuen uns schon darauf, eure Sätze zu lesen. Und bitte abonniert den Kanal, wenn ihr weiter mit uns Deutsch lernen wollt. Genau. Und wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da, also ein Like. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ja, motiviert uns natürlich auch sehr. Und noch eine kleine Vorschau auf morgen. Da haben wir wieder ein ziemlich spannendes Thema für euch. Oh ja. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist ein sehr spannendes und interessantes Thema: Medien und Technik. Da geht es um Handy, Internet, soziale Medien und noch viel mehr. Also bleibt unbedingt dabei. Das wird sicher interessant, gerade heutzutage, ne? Aber für heute war's das von uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und bis morgen.